Ich begrüße dich zu meiner Videoreihe Befreie dich von allem, was nicht Liebe ist. Dies ist das erste von 10 Videos, mit denen ich dir Impulse für dein Leben geben möchte. Impulse für die Gesundheit, Impulse für die Liebe, die du dir wünschst, Impulse für deine Träume, die du leben möchtest. Mein Name ist Birgit Mirzwa. Ich bin spirituelle Heilerin und Schamanin und arbeite in einer eigenen Praxis mitten im Pfälzerwald in einem kleinen Ort namens Kerzenheim. Hier helfe ich Menschen, die Ursachen ihrer Probleme, ihrer Krankheitssymptome oder ihrer Schwierigkeiten herauszufinden. Ich sehe meine Aufgabe darin, Menschen in die Liebe zu begleiten, in die Liebe zu sich selbst. An irgendeinem Punkt in unserem Leben begeben wir uns auf die Suche. Wir suchen Sinn, Liebe, Glück und Erfüllung. Doch was wir in Wahrheit suchen, sind wir selbst. Wer bin ich? Wo komme ich her? Weshalb bin ich hier? Wohin gehe ich? Diese Fragen tauchen in jedem Menschen früher oder später auf. Vieles ist uns davor im Leben begegnet, passiert und haben wir auch erlitten. Oft fühlt es sich an, als wären nicht wir Meister unseres Lebens, sondern etwas Äußeres, etwas Fremdes, etwas, auf das wir keinen Einfluss haben. Haben wir auf unser Schicksal wirklich keinen Einfluss? Diese Frage quält uns. So beginnt für die meisten Menschen die Suche im Außen. Wir suchen in Büchern, deren Lehren uns eine Zeit lang begleiten. Irgendwann kreuzen dann die richtigen Lehrer unsere Wege, die einen Teil dessen verwirklicht haben, was wir uns wünschen. Neugierig schauen wir in ihre Augen mit der Frage: Weißt du etwas von dem, wonach ich suche? Eine gewisse Zeit begleiten sie dann mit ihren Botschaften unser Leben, bis wir auch darüber hinausgewachsen sind. Wenn wir genug Puzzleteile zusammengefügt haben, sehen wir einen Teil der Antworten, die wir suchen. Das letzte Puzzleteil befindet sich jedoch in unserem Inneren, in unserem Herzen. Erst wenn wir dies gefunden haben, erschließt sich uns die wahre Dimension unseres Seins, unsere Herzdimension. Mit diesem Video möchte ich dir einige Impulse geben, damit du dein letztes Puzzleteil leichter finden kannst. Jedes menschliche Wesen sehnt sich nach 3 Aspekten in seinem Leben: Gesundheit, Fülle und Liebe. Der einzige Weg, um diese Aspekte in dein Leben zu integrieren, führt durch die Erkenntnis deiner wahren Essenz, der Annahme deiner Macht als Mitschöpfer deines Lebens, deiner Umstände, deiner Beziehungen. All die Antworten, die du suchst, liegen bereits in dir verborgen. In dir existiert ein Ort, an dem du mit allem verbunden bist. Wenn du diesen Ort betrittst, findest du Antworten auf all deine Fragen
und du fühlst die Wahrheit deiner Entscheidungen. Den Zugang zu diesem Ort findest du, indem du dich von allem befreist, was du nicht bist, was nicht Liebe ist. Lebst du das Leben, das du wirklich leben willst? Wenn du das Gefühl von Einheit und Frieden in dir erleben möchtest, genügt im ersten Stadium deine Absicht, dich zu dem zu bekennen, was du wirklich bist. Nach und nach wirst du ein feines Gespür dafür entwickeln, was du an fremden Glaubenssätzen übernommen hast. Es geht ganz einfach. Fühle. Fühle, bei welchen Aussagen sich dein Herz ausdehnt und bei welchen es sich zusammenzieht. Wir alle haben dieses fein abgestimmte emotionale Feedback-System in uns. Wir müssen einfach wieder lernen, ihm zu vertrauen. Dazu brauchst du keine neue Religion. Fang doch mit folgenden Grundzutaten an. Suchen, fühlen, wachsen und heilen. Suche deine Wahrheit. Fühle deine Emotionen und hör auf, sie zu unterdrücken. Wachse an dem, was du an Gaben in dir entdeckst. Und die Heilung geschieht dann, wenn du aufhörst, das Leben von anderen zu leben. Aufhörst zu tun, was du nicht willst. Aufhörst, gegen deine innere Wahrheit zu leben. Immer dann, wenn du Heilung suchst, bittest du eigentlich darum, wieder ganz und vollständig zu sein. Du hast vergessen, dass du ein unbegrenztes Wesen bist. Lass diesen Satz in dein Herz fallen und fühle die Wahrheit tief in dir. Wann hast du aufgehört, deine Träume zu verfolgen? Wann hast du aufgehört zu lieben, weil du nicht verletzt werden willst? Das alles waren Entscheidungen, die du getroffen hast. Unbewusst. Ja, du hast die Entscheidungen getroffen. Aus Angst, verletzt zu werden. Du kannst dich jeden Tag neu entscheiden, ob du ein Leben in Angst oder in Liebe leben willst. Fang heute damit an. Was ist das, wofür du lebst? Jedes Mal, wenn du aus den Augen verlierst, wofür du lebst, lebst du etwas von jemand anderem und nicht dein wahres Ich. Was ist deine Lebensleidenschaft? Wo stehst du mit deiner Lebensleidenschaft? Lebst du wirklich oder wirst du gelebt? Wie viele bewusste Momente lebst du? Was nährt dein Leben? Wo liegt dein innerer Frieden? Mache dir bewusst, dass du die Weisheit des Lebens nicht mit deinem Verstand begreifen kannst. Wenn du den Sinn deines Lebens verstehen willst, scheiterst du an deinem Verstand. Denn dieser ist begrenzt. Er greift immer nur auf das bereits Erlebte zurück und gleicht es ab.
Der Sinn deines Daseins entfaltet sich nur in deinem Herzen, deiner wahren Essenz. In deinem Herzen bist du in eine allumfassende Ordnung eingebunden, in der alles mit allem verbunden ist. In deiner Herzdimension bist du Teil von allem, was ist. Du bist komplexer als das Weltall und tiefer als das tiefste Meer. Warum entscheidest du dich für ein kleines Leben, wenn du so viel mehr haben kannst? Wenn du lebendige Perspektiven für ein bewusstes Leben und inneres Wachstum entwickeln möchtest, lass dich an Orte in deinem Inneren führen, die eine tiefe Weisheit für dich bereithalten. Deine eigene Weisheit. Begegne dir dort selbst und fühle dich neu. Du wirst eine neue Definition von Freiheit und Frieden finden. Deine eigene Freiheit und deinen eigenen Frieden. Das Geheimnis hinter allem, was existiert, ist Bewusstsein. Fülle, Gesundheit und Glück sind Zustände des Seins und des Geistes. Dein Handeln entsteht aus deinem Sein, und nur das wird in dein Leben kommen, was du bist. Du kannst also nur bekommen, was du bist. Und genau das ist der kritische Punkt, an dem die meisten Menschen bei den Bestellungen beim Universum in den meisten Fällen scheitern. Du musst erst sein, bevor du etwas bestellen kannst. In deinen äußeren Umständen spiegelt sich dein inneres Sein. In Wahrheit liegt hinter diesem Geheimnis all das, was du wissen musst. Es ist nur hinter unserer Unwissenheit verborgen, hinter einem Schleier. Diesen Schleier können wir durchdringen. Wenn du diesen ersten Abschnitt bereits verstanden hast, dir bewusst gemacht hast und in dein Leben integrieren möchtest, fang heute damit an. Der erste Schritt lautet die Wahrheit über dich. Wenn du nicht das Leben lebst, das du leben willst, geht es im ersten Schritt darum, herauszufinden, welche Geschichten du dir selbst erzählst. Was glaubst du über dich und das Leben? Wer erschafft dein Leben? Und durch wen oder welche Umstände wird es beeinflusst? Was du erlebst, ist nämlich das, von dem du glaubst, dass es wahr sei. Ich bin reich. Ich bin liebevoll. Ich bin gesund. Ich bin dankbar. Ich bin glücklich. Ich bin wunderbar. Wir Menschen sind Geschichtenerzähler und schon als Kind haben wir vor dem Einschlafen gespannt den Märchen zugehört, die unsere Eltern uns vor dem Einschlafen vorgelesen haben. Erinnerst du dich noch an dein Lieblingsmärchen? Wer war dein Held? Und was hat er getan? Uralte Mythen und Legenden sind voller Helden und Heldinnen, von denen wir Normalsterbliche lernen können. In diesen Geschichten waren schon immer tiefgreifende Wahrheiten verborgen. Als Kinder waren sie greifbar und jedes Märchen war für uns real.
Wir konnten uns von unserer Fantasie forttragen lassen, weit über unser alltägliches Bewusstsein und unsere alltäglichen Umstände hinaus. Was hatten all diese Helden gemeinsam, mit denen wir uns nur zu gerne identifiziert haben? Die einfache Antwort lautet: Sie haben es anders gemacht als die breite Masse. Sie wurden angetrieben durch den Wunsch, ihr Leben zu verbessern, die große Liebe zu finden, mehr Gold zu besitzen und das Leben mit all seinen Geheimnissen zu begreifen. Ihr tiefer Wunsch war, zu erfahren, wer sie sind und was das echte Leben ihnen zu bieten hat. Weitere faszinierende Eigenschaften von Helden sind und waren der tief verwurzelte Glaube an sich selbst und die Fähigkeit, alles in Frage zu stellen, was andere über sie denken. Sie zweifelten beharrlich an, was andere ihnen über das Leben und seine Grenzen weismachen wollten. Helden besitzen noch eine weitere wichtige Eigenschaft. Sie stellen sich Fragen und suchen die Antwort nicht in den Erfahrungen anderer, sondern begeben sich selbst auf die Heldenreise, um die Antworten durch eigenes Erleben und den tiefen Kontakt mit ihrem Inneren zu finden. Bei allen Helden tritt auf ihrer Reise zu sich selbst an einem bestimmten Punkt, nämlich dann, wenn die Situation aussichtslos erscheint, eine positive Kraft in Form einer Fee, einer guten Hexe oder eines liebevollen Lehrers in ihr Leben. Ab diesem Punkt ändert sich die Geschichte und aus Kampf wird Freude und die Geschichte nimmt eine positive Wendung. Diesen Wendepunkt kannst du nun selbst einleiten und deine eigene Fee oder dein eigener Lehrer sein. Der erste Schritt in Aktion. Stelle deine eigenen Wahrheiten und das, was du über dich und die Welt, in der du lebst, zu wissen glaubst, in Frage. Stelle auch in Frage, was andere über das Leben erzählen. Es ist nämlich nur ihre Geschichte, ihr Erlebtes, ihre Erfahrung. Die folgenden Fragen können dabei hilfreich sein. Was ist das, wofür du lebst? Lebst du wirklich oder wirst du gelebt? Wovon hast du als Kind geträumt? Du bist ein Teil von allem, was ist. Gott, Universum, Schöpfung, Manitou, Allah, Buddha. Such dir den Begriff aus, der zu deiner Glaubensvorstellung passt. Als Teil hast du auch all die Fähigkeiten des Ganzen. Du bist immer Schöpfer, nur erschaffst du meistens unbewusst. Fragen verändern deinen Fokus und bringen dich in die Bewusstheit. Was du über dich glaubst, liegt ganz in deiner Hand. Du bist komplexer als das Weltall und tiefer als das tiefste Meer. Glaube daran, tauche tief ein und fliege hoch. Im zweiten Video erfährst du den nächsten Schritt. Bis dahin wünsche ich dir viel Freude, dabei deine Herzdimension zu entdecken, sie zu entfalten
und das Leben zu finden, das du leben willst.